Die Unfähigkeit, sich auf der unteren Ebene selbst zu organisieren. Es gibt 150 Lebensmittelkooperativen in Deutschland und die kriegen keinen Zuspruch, weil es viel einfacher ist, Bio bei Aldi zu kaufen. Aber dann bleibt man auch im konventionellen Marktbereich, dann bleibt man im konventionellen kapitalistischen System. Wir sind nicht in der Lage, unsere Erkenntnisse in eine eigene Struktur umzuwandeln, in eine eigene Organisationsform, die dann eben nicht aus 200, sondern vielleicht mal aus 2000 und dann vielleicht aus 20.000 Leuten besteht. Es gibt eine Kooperative in Dresden, die hat mittlerweile 8.000 Beteiligte und 4 eigene Läden. Und da würde ich sagen, da ist eine professionelle Wirtschaft dabei, ein anderes System aufzubauen. Warum? Wahrscheinlich haben die DDRler aus ihrer Vergangenheit noch eine andere Kommunikationsstruktur als wir. Die sind nicht so überindividualisiert, die sind es gewohnt, sich gegenseitig helfen und unterstützen und organisieren zu müssen. Und die Bereitschaft, auf der unteren Ebene sich mit Nachbarn zusammenzutun und gegen diesen übermächtigen Apparat mal was dagegen zu setzen, die ist nicht da. Und das meine ich, natürlich ist es wichtig, da oben die Politik unter Druck zu setzen. Aber wenn man nicht selber ein eigenes Machtgefühl kriegt, weil man etwas zusammen macht, wenn man keine eigene Organisationsstruktur aufbauen kann, weil alles andere, Fernsehen, Kino, Zirkus und so weiter wichtiger ist, dann bleibe ich einfach Utopist und alle die hier sitzen, bleiben Utopist, weil wir es nicht schaffen, uns mit unseren Nachbarn irgendwie zu vereinigen. Wenn wir bei den Kindern oder bei kleinen Einheiten anfangen, werden wir feststellen, da fühle ich mich wohl, da habe ich noch den Überblick. Ich kann es erfassen. Gucken wir einfach nur an unseren Wohnort und das könnte genauso gut ein Portugiese in Lissabon jetzt sein. Ja, das ist egal. Der würde vermutlich das Gleiche sagen. Ja, in meinem Stadtteil, da habe ich noch einen Überblick, was passiert. Da kann ich sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Stadt ist schon wieder schwierig. Lissabon noch eine Nummer größer als Düsseldorf. Ja. Allein Düsseldorf, was da so passiert, hat man schon nicht mehr im Griff. Da muss man in Konzepten denken und da hört es dann schon wieder bei den meisten auf, die dann große Strukturen und analytische Fähigkeiten mitbringen müssen, die sie vielleicht auch gar nicht gelernt haben, vielleicht auch gar keine Lust drauf haben. So, wie können wir das Thema Europa mit so einer Problematik zusammenbringen? Selbstverständlich, da gibt es auch schon viele Programme, aber es sind einzelne kleine Bausteinchen, die nicht richtig zusammen eine Strategie ergeben. An den Schulen gibt es Europaspiele, es gibt Klassenreisen nach Europa, jetzt nicht unter Europa, sondern man macht einfach mal eine Klassenreise. Ja? Kann ja auch gerne mal Chemnitz sein, muss nicht gleich, Warschau sein im Übrigen. Ja? Also davon mal abgesehen. Also so furchtbar notwendig ist Internationalität nicht, weil da erlebt man allein schon andere Strukturen. Das Problem ist, wie kriegen wir die Buntheit mal überhaupt als Selbstverständlichkeit an uns ran? Eigentlich, und da ertappe ich mich dann immer wieder in der Prinzipiensicht, eigentlich ist mein Nachbar schon bunt genug. Warum muss ich denn nach Lissabon reisen? Ich bleibe mal jetzt bei der armen Portugiesen, die nehme ich jetzt mal ran. Warum muss ich nach Lissabon reisen, wenn ich es doch schon mit meinem Nachbarn schwer genug habe? Ich denke, dass die Zukunft Europas sehr von unserem demokratischen Grundverständnis abhängt, das wir vielleicht auch noch entwickeln können. Ich denke da an die 70er Jahre, als Willy Brandt mal in unserem Parlament gesagt hat, wir müssen mehr Demokratie wagen. Das ist die Frage, was hat er da gemeint? Ich sehe da eigentlich zumindest 3 große Bereiche. Einmal die parlamentarische Demokratie. Darin erschöpft sich Demokratie aber nicht. Das ist das, was wir uns neu überlegen müssen. Wie kann man die parlamentarische Demokratie noch demokratischer machen? Gerechter, demokratischer, transparenter? Dann brauchen wir basisdemokratische Elemente. Ich sag mal so, die AfD hat jetzt so eine Enquete-Kommission im Parlament mal eingefordert. Alle waren dagegen, weil die AfD das gesagt hat. Aber in der Sache, inhaltlich, ist das eine wichtige Diskussion, wie wir auch die neuen Medien, Internet beispielsweise, nutzen können, um dem Einzelnen in der Gesellschaft das Gefühl zu geben, ich habe eine Stimme, die ich abgeben kann und die auch relevant wird und nicht wieder unter den Tisch fällt.
die Gemeinschaft, die Gesellschaft, in der wir leben, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die ist ja menschengemacht. Die Strukturen sind von uns selbst geschaffen. Gesetze sind verabschiedet worden etc. All das beruht auf menschlichen Aktivitäten, auf Prozessen. Und die Frage ist, wie können wir diese Gesellschaft verändern? Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, pyramidenförmig, die sich nach oben verengt. Immer weniger Menschen, immer weniger Institutionen entscheiden für immer mehr Menschen auf diesem Globus. Und dieser Prozess, diese Verengung nach oben, das ist kein guter Weg. Wir müssen diesen Weg einfach öffnen, um die Menschen, die unterwegs sind, auch die notwendige Mitsprache geben zu können, auch damit sie mit ihren Energien, mit ihren Gedanken etwas bewirken können und nicht nur appellativ an die Politik, an die Strukturen sich wenden, sondern selbst aktiv werden zu können. Die Tatsache, dass die EU und Europa in der Flüchtlingskrise und in der Syrienkrise sich nicht durchsetzen konnte, die Interessen der EU-Bürger nicht verteidigen konnte, ist ein sehr wichtiger Punkt, was die rechten Kräfte ausnutzen, schonungslos ausnutzen. Und solange wir das nicht lösen und wir das auch richtig kommunizieren, wie wir es in der Vergangenheit und heutzutage auch nicht tun konnten oder tun wollten, wird das ein Problem bleiben. Und wir müssen zuerst dieses Kommunikationsproblem und dann das Problem, dass die Interessen der EU-Bürger auch verteidigen zu können, anpacken. Die EU hat ja vor, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, 3-4 Jahren, gab es die Initiative über die EU in Richtung Wasserprivatisierung. Das ist übrigens nicht vom Tisch, weil Privatisierung, Deregulierung und so weiter eines der konstitutiven Merkmale der Gründung der EU ist. Der EU-Binnenmarkt basiert darauf. Und was Privatisierung anrichtet und anrichten kann, kann man an diesem Beispiel Wasserprivatisierung auch sehen. Und da wurde das erste Mal dieses neue Instrument der Europäischen Bürgerinitiative genutzt, über Verdi und andere auch europaweit. Und es wurden Millionen Unterschriften gesammelt und dann hat der zuständige EU-Kommissar da die Finger von gelassen. So, und da haben sich welche engagiert im Unterschriftensammeln. Und dann natürlich hat es auch was mit denen gemacht, mit denen man gesprochen hat, wo es darum geht. Und sie haben EU erfahren und sie haben erfahren, wir können was dran machen. Und wir können dann sozusagen ein Stück Entscheidungen, die jetzt in dem Sinne negativ gefallen wären, verhindern. So, das ist jetzt noch nicht das, wo man sagen kann, wir wollen da auch eine andere EU, wir wollen da auch andere Strukturen, dass überhaupt solche Entscheidungen nicht gefällt werden. Und da ist man natürlich bei der Frage grundsätzlich, wie kann man die EU anders aufbauen? Das ist natürlich ein Riesending. Also das von wegen ein anderes Europa ist möglich, aber es fängt nur so klein an. Wir müssen weiter uns dafür engagieren, dass wir den richtigen Weg laufen. Und ich denke aber auch, dass man die Erfolge, die eigenen, nicht ignorieren darf. Also die EU tritt jetzt für eine Plastiksteuer ein. Wenn man sieht bei Pulse of Europe, wie viele Menschen auf die Straße gehen für Europa. Wir dürfen nicht in so ein, hätten wir das gemacht und würden wir das machen, dann könnte das passieren, verfallen, sondern man muss schon ganz klar auch die eigenen Erfolge mal herausheben und sehen, dass man auch jetzt schon einen großen Einfluss hat. Wir sind vielleicht nicht die eine kraftvolle Bewegung, sondern viele kleine oder viele mittlere Leute und Organisationen, die sich engagieren, die aber natürlich auch einen Einfluss haben. Und hier würde ich eben bitten, von diesem Konjunktiv so ein bisschen zurückzutreten und von dem eigenen Pessimismus, der auch der Bewegung so ein bisschen inne liegt, immer die großen Konzerne und wir sind schwach und diese Außenseiterrolle trifft nur zum Teil zu, glaube ich. Und da müssen wir uns auch unseren eigenen Stärken bewusst sein und eben selbstbewusst halt weiterkämpfen und uns weiter dafür einsetzen. Also hier wird einfach wieder dahin geknallt, Demokratie ist das Beste und Chaka, ne? Und wenn alle das Richtige machen, oder wenn alle das zusammen machen, dann ist das immer richtig. So ist es eigentlich nicht. Es ist wirklich sehr, wie soll ich sagen,
verletzlich. Also dafür braucht man erstmal die Menschen als Individuum, dass die so weit sind, dass die diese Demokratie beherrschen können. Ansonsten ist das genau das Gegenteil, sondern eine fürchterliche Waffe, also gerichtet gegenüber die Welt und alles, weil alle dann sozusagen durch die Medien manipulierbar sind und so, wenn die nicht einen bestimmten Geistesstand haben. Und abgesehen davon ist es so, Demokratie muss sich selber regeln. Also wie wir alle wissen hier, es ist in Persien erfunden worden, also beziehungsweise gelebt worden zum ersten Mal, Darius-Zeit. Ne? Nachher haben die Barbaren natürlich Persepolis kaputt gemacht und dann anschließend gesagt, das haben wir. Und von da aus hat Europa das ja auch übernommen und so alles. Das war eine ganz andere Demokratie, die da erfunden worden ist. Das hat sich selber ergeben, weil die Leute einen bestimmten Geistesstand hatten und gesagt haben, pass mal auf, es ist viel besser, wenn wir jetzt diesen Tempel machen und da ist eine Frau schwanger, dass die Schwangerschaftsurlaub kriegt. Und so sind die dann immer höher gekommen sozusagen. Aber nicht jetzt, das ist so eine aufgedrückte Demokratie, was hier herrscht, auch von Brüssel her und so alles. Wo alle Hurra da hinterher folgen und alles, was sozusagen sich selber regelt, in Afrika zum Beispiel, ist dann aber undemokratisch und das ist dann automatisch schlecht. So ist das nicht. Also das ist ganz klar, dass man Demokratie nicht einfach so, die ist fertig und jetzt machen wir das und verändern das nicht und passen das nicht an die äußeren Situationen an oder an den Mensch selber, der sich ja auch intellektuell auch verändert über die Jahrhunderte, sogar schon über Jahrzehnte passiert da eine ganze Menge, dass man da halt schaut oder halt die Basis schafft, dass halt die Menschen wieder mehr Verantwortung auch bekommen. Ne? Dass es nicht einfach so per se abgegeben wird, sondern dass jeder halt auch wieder ein bisschen mehr Verantwortung, Selbstverantwortung und Verantwortung für sein eigenes Leben und für seine politische Bildung übernehmen kann. Das setzt aber Bildung voraus. Ne? Das setzt Bildung voraus. Man muss es verstehen, was Demokratie auch bedeutet. Den Prozess Demokratie auch verstehen. Die Basis mit einzubeziehen ist wichtig und die Basis sind die Kinder. Sind unsere Kinder, Enkelkinder, Kinder, Nachbarschaftskinder. Ne? Und da fehlt mir der Ansatz in den Kindergärten, in den Schulen, in den Familien natürlich auch. Denn Kinder sind unheimlich schnell bereit, Neues aufzunehmen, sind sehr veränderungsbereit, wollen dann auch alles schnell weitergeben und andere also anderen das erzählen, was sie gelernt haben. Denn bisher, denke ich, ist keine wirklich neue Generation herangewachsen, die überhaupt alternativ fühlt, denkt und das überhaupt mal umsetzen kann. Also ich sehe das nicht so, denn die Familien selber sind in sehr schwierigen Prozessen, sind oft überfordert, haben zu wenig Geld. Was das Einkaufen im Bioläden angeht, ist das manchmal ein schwieriges Unterfangen, mit wenig Geld überhaupt über die Runden zu kommen. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben. Demokratie setzt eins voraus, Toleranz. Und die Frage, wie wir heute hier miteinander diskutiert haben, finde ich ein Musterbeispiel an Toleranz und an Offenheit und an Klarheit. Ob von außen oder von innen, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist tolerant miteinander umgegangen worden und das finde ich äußerst begrüßenswert. Also mir hat die Diskussion Mut gemacht. Warum? Weil ich glaube, Europa hat die Aufklärung in einer langen historischen Tradition. Und ich glaube, was ich hier heute in der Diskussion wiedergefunden habe, waren die Grundsätze der Aufklärung. Jeder Mensch ist gleich, jeder hat eine Stimme, jeder hat eine ernstzunehmende Stimme. Und diese Stimme, die müssen wir verteidigen. Ich glaube, das ist Europa. Wir müssen unsere eigene individuelle Stimme und Meinung verteidigen. Und dazu gehört auch der herrschaftsfreie Dialog. Also das, was man in der Philosophie eben sagt. Also der Dialog auf Augenhöhe. Und das ist heute passiert im kleinen Rahmen unter diesem schönen Dom. Und besser kann man es nicht haben.